Hey Andi, du hast doch da so einen coolen Füller. Aus was für einem Holz ist denn der? Das ist Kingwood oder auch Veilchenholz. Der hat der Anna vom Holz her so gut gefallen. Könntest du aus dem Holz auch einen Rollerball machen? Als Geschenk für sie von mir zum Geburtstag. Ja, klar. Hallo, ich bin der Andi, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute eine Stiftserie von Gerhard Liebensteiner vorstellen. Die Serie heißt Hansestadt Hamburg. Bei mir in der Ausführung mit einem Closed End, wie er es nennt. Also sprich, die Stifte hinten haben keine Kappe, sondern ist einfach Holz. Vorne haben sie eine Metallkappe. Ich habe mittlerweile 3 Ausführungen gemacht. Ja, das ist zum einen ein handelsüblicher Rollerball, wie man es kennt, also so ähnlich wie ein Kugelschreiber. Die Tinte ist lediglich ein bisschen flüssiger. Das zweite ist ein Tintenroller. Den finde ich persönlich sehr interessant, weil er statt einer normalen handelsüblichen Mine, wie jetzt ein normaler Rollerball, hinten einfach einen Tintenkonverter hat, den man mit handelsüblicher Tinte aufziehen kann. Schreibt auch sehr schön. Und zu guter Letzt möchte ich euch meinen Füller zeigen, den ich mir persönlich gemacht habe. Ja. Gibt es dann auch entsprechend, man sieht es, vergoldete Federn dazu als Zubehör zu kaufen. Und ja, gefällt mir sehr gut, ebenfalls mit dem Konverter, so kann man Tinte aufziehen. Wie die 3 Stifte schreiben, möchte ich euch kurz zeigen. Zuerst, wie gesagt, mein Füller, der mir persönlich sehr ans Herz gewachsen ist. Ich habe mir eine feine Feder dazu gekauft, weil ich eine relativ kleine Schrift habe. Ja. Man sieht schon, er schreibt sehr fein. Aufgezogen habe ich aktuell meine Lieblingstinte, ist von der Marke Diamine Skull and Roses. Es ist eine bläuliche Tinte, die dann gegen das Licht, wie man es hier sieht, so ein bisschen rot schillert. Finde ich persönlich sehr spannend. Ähnlich ist es bei meinem Tintenroller. Da ist die Tinte grün. Die Farbe heißt November Rain. Ist ein relativ dunkles Grün. Aber auch hier hat man wieder diesen Effekt, dass die Tinte gegen das Licht schillert. Ja. Man sieht das, wenn man es ein bisschen gegen das Licht hält, dann sieht man diesen schillernden Effekt, so ähnlich wie bei Tusche. Ja. Und das ist bei der blauen Tinte auch der Fall. Ja, und der dritte im Bunde ist wie gesagt ein handelsüblicher Rollerball. In dem Fall mit einer schwarzen Patrone. Ja, das sind diese ganz normalen, handelsüblichen, wie man es kennt, Rollerball-Minen drin. Ja, gibt es auch in unterschiedlichen Stärkegraden. Das ist jetzt eine Medium. Mir persönlich, wie gesagt, gefallen die feinen besser. Ja, und wie diese Art von Stift gemacht wird, im Endeffekt der Unterschied im Bausatz ist marginal. Ja. Von der Herstellung her sind die 3 eigentlich alle gleich. Man kann sogar die unterschiedlichen Einheiten gegeneinander austauschen. Das möchte ich euch jetzt zeigen. Also viel Spaß beim Video. So, im ersten Schritt spannen wir auf die Innenspannzange das Röhrchen für den Körper auf und pressen die Blindkappe ein. Dazu habe ich mir ein Werkzeug aus einem Stück Buchenrundholz gemacht, mit dem ich mit dem Reitstock einfach dieses Endkappenstück einpressen kann. Dabei, man sieht es leicht, wird das Röhrchen ein bisschen aufgepilzt, ein bisschen dicker. Das behebe ich einfach mit dem Holzklotz und ein bisschen Schmirgelpapier, damit das Röhrchen wieder schön gleichmäßig dick ist, damit es gut dann in die Bohrung im Blenk passt. Der zweite Schritt zur Vorbereitung ist die Gewindebuchse. Die Gewindebuchse muss im Durchmesser auch noch ein bisschen mit Schmirgelpapier angepasst werden, dass sie gut in das Röhrchen einpasst. Nur noch ein bisschen zu dick. Ein bisschen was wegschleifen. Jetzt passt sie gut rein. Dann zeichnen wir uns am Blenk die Länge der Röhrchen an, mit ein bisschen Überstand, damit wir noch plan fräsen können. Und sägen den Blenk an der Bandsäge auf die entsprechende Länge zu. Dann können wir auch schon anfangen, den Körper zu bohren.
zunächst eine kleine Zentrierbohrung, dass uns dann der große Bohrer nicht davonläuft. Mit einem 9,5 mm Bohrer bohren wir dann die Tiefe vom Röhrchen. Markieren wir uns mit einem Stück Tesakrepp. In dem Fall können wir es uns sparen, weil das Ende vom Röhrchen genau mit dem Ende der Bohrerwendeln übereinstimmt. Das heißt, wir müssen einfach nur bis zum Ende der Wendeln bohren. Dann können wir gucken, ob es passt. Röhrchen geht gut rein und raus. Dann bohren wir als nächstes den Blank für die Kappe. Wieder erst zentrieren und dann mit einem 10 mm Bohrer einmal komplett durchbohren. Ich bohre immer einmal komplett durch, mache den Bohrer sauber und bohre dann nochmal ein-, zweimal durch, damit einfach die Bohrung schön sauber ist und das Röhrchen gut in den Blank passt. Im nächsten Schritt schleifen wir die Röhrchen außen ein bisschen an, damit einfach der Kleber besser hält und eventuell der Schmutz von der Herstellung der Röhrchen beseitigt ist. Auch das Röhrchen für den Körper schleifen wir ein bisschen an. Die Blanks werden mit einer Flaschenbürste ein bisschen vom Staub befreit. Und dann reinigen wir die Röhrchen sicherheitshalber noch mit ein bisschen Aceton, damit Fett bzw. auch vielleicht Bohröl, Bohrmilch von der Herstellung der Röhrchen beseitigt ist und die Klebung nicht beeinflusst. Zum Einkleben der Röhrchen verwende ich einen PU-Kleber. Den trage ich in der Spirale am Röhrchen auf und verteile ihn dann beim Einschieben gleichmäßig. PU-Kleber hat den Vorteil gegenüber Sekundenkleber, dass er nicht ganz so schnell fest wird. Ja, wenn man das Röhrchen mit dem Sekundenkleber nicht gleich sofort in der richtigen Position reinbringt, wird er fest und dann kann man da Blank samt Röhrchen wegschmeißen, wenn es blöd läuft. Beim PU-Kleber hat man einfach mehr Zeit. Der PU-Kleber schäumt ein bisschen beim Aushärten auf. Das heißt, wenn ein kleiner Schlitz sein sollte zwischen Röhrchen und Blank, wird dieser aber sauber verschlossen. Mit dem Küchentuch können wir dann noch ein bisschen den überschüssigen Kleber entfernen. Das Röhrchen für die Kappe verschließe ich auf einer Seite mit einem Stück Kartoffel. Ich muss aber vorher gucken, auf welcher Seite, weil es muss vom Einkleben in die Blank für die Kappe her passen, von der Richtung her, dass die Maserung übereinstimmt. Es wird aber sehr gut in der Anleitung von Herrn Liebensteiner beschrieben. Das Röhrchen schön mittig ausrichten und dann trocknen lassen. Wenn der Kleber getrocknet ist, kann man den Überstand mit dem Skalpell vorsichtig entfernen. Und dann die Enden der Blanks mit einem Fräser plan fräsen. Die gibt es in unterschiedlichen Ausführungen vom Schaft her, unterschiedliche Durchmesser. Muss man halt gucken, dass man sich entweder den selber dreht oder entsprechend von der Größe her passend kauft. Dann können wir auch schon die Außenform vom Körper drechseln. Dazu spannen wir den Blank wieder auf der Innenspannzange auf. Und sichern ihn mit der mitlaufenden Körnerspitze. Damit der Stift schön parallel und gerade wird, richte ich die Werkzeugauflage sauber parallel zum Maschinenbett aus. Mache die grobe Form vom Körper mit der Röhre zunächst und dann den Feinschliff mit dem Meißel. Man sieht schon, mit dem Meißel kriegt man schon eine sehr feine Oberfläche.
Dann schleifen wir schön parallel, dass das gut gelingt. Nehmen wir mal ein Stück Holz her, von Korn 40 bis Korn 400. Und dann müssen wir uns noch um das Ende kümmern. Da ist ja die Druckstelle von der Körnerspitze drin. Heißt, wir nehmen hinten einfach 1-2 mm mit dem Abstechstahl ab. Vorsichtig. Und dann können wir auch das Ende mit einem Hilfsklötzchen und Schleifpapier bzw. Schleifgitter verschleifen. Ja, man muss die immer ein bisschen sortieren. Wenn man es nicht gleich macht, muss man es dann machen, wenn man es braucht. Und dann schleife ich von Korn 120 bis Korn 400. Einmal noch kurz entlang der Faser schleifen. Das beseitigt eventuelle Schleifspuren. Und zu guter Letzt schleife ich noch einmal mit Korn 1000 die Oberfläche und dann ist sie wirklich glatt wie ein Babypopo. Fürs Finish verwende ich meine selber gemachte Polierpaste. Oben rechts ist der Link zum Video, wie ich diese herstelle. Sieht schon, die Oberfläche wird schön angefeuert und wird schon glänzend. Noch schöner und glänzender wird sie, wenn man dann anschließend noch eine Schicht Carnauba-Wachs aufträgt und dieses mit einem Küchentuch entsprechend aufpoliert. Man sieht schon, man zielt nahezu Hochglanz. Hinten am Ende ist noch eine kleine matte Stelle, da polieren wir nochmal drüber. So, jetzt ist die Oberfläche perfekt. Im nächsten Schritt wird die Kappe gedrechselt. Dazu habe ich ein Mandrel mit Abstandsröhrchen und den passenden Bushings. Die Bushings gibt es auch auf der Seite vom Herrn Liebensteiner zu erwerben. Da kann man dann den Blank mit dem Röhrchen sauber aufspannen. Wird mit einer Rändelschraube oder Rändelmutter besser gesagt fixiert. Das Mandrel hat hinten eine Vertiefung für die Körnerspitze, sodass alles sicher gespannt werden kann. Und dann können wir die Außenform drechseln. Wieder zuerst grob mit der Röhre, dann fein mit dem Meißel und zu guter Letzt wieder verschleifen. Beim Schleifen verwende ich wieder mein Hilfsklötzchen, damit das Schleifgitter schön parallel zum Stift liegt und man keine Dullen reinschleifen. Und zum Schluss wieder mit Polierpaste aufpolieren, die Maserung anfeuern und das Finish mit Carnauba-Wachs polieren. So, und dann sind die beiden Röhrchen mit den Blanks soweit vorbereitet, dass wir den Stift montieren können. Dazu schraube ich die Gewindebuchse auf die Spitze auf, schaue nochmal, ob es passt und klebe diese mit Schraubensicherungslack in das Röhrchen vom Körper ein. Dabei schaue ich, dass ich die Gewindebuchse ein klein wenig tiefer einklebe, als dass sie bündig ist.
dass einfach dann, wenn man die Spitze einschraubt, diese satt am Körper auch anliegt und kein Spalt entsteht. Während der Körper mit der Gewundebuchse trocknet, kümmern wir uns um die Kappe. Der Clip wird am Röhrchen eingehängt, die Kappe wird aufgesetzt und dann müssen wir uns darum kümmern, dass auch der Clip nicht gerade den schönsten Teil der Maserung überdeckt. Das heißt, wir heben den Stift, wie er zusammengehört, zusammen, schauen, wo die Stelle ist, wo der Clip am wenigsten stört. Wenn wir die Stelle gefunden haben, dann können wir die Endkappe mit dem Röhrchen wieder verpressen. Dazu habe ich mal wieder 2 Hilfswerkzeuge aus Buchenholz gedrechselt, damit ich mit dem Reitstock die Kappe einpressen kann. Zu guter Letzt schrauben wir noch die Dichtung in die Kappe ein. Und dann können wir den Stift auch schon zusammenbauen und die Dichtung entsprechend einstellen, dass er sauber verschließt. Schreiben tut er auch. So, jetzt sieht man, dass hier noch ein Abstand ist. Heißt, wir müssen die Dichtung ein bisschen tiefer einschrauben. Ja, schon besser, fehlt es aber immer noch. Ja, fast perfekt. Kleines bisschen noch. Und dann hört man schon, schließt er richtig schön sauber und satt. Und unser Stift ist soweit fertig. So, der Stift ist fertig. Ich hoffe, er gefällt euch. Ich hoffe vor allem, er gefällt der Anna. Mir selber gefällt er sehr gut. Er ist, wie gesagt, aus meinem Lieblingsholz, aus Kingwood oder Veilchenholz, das ich wunderschön finde, von der Farbe her, vom Kontrast, von der Maserung, von allem. Also ich liebe das Holz regelrecht. Ich möchte mich an der Stelle nochmal bedanken an meinen Forums- und Namenskollegen, den Andi, der mir das Holz kurz vor Weihnachten noch hat zukommen lassen, weil es gar nicht so einfach war, einen Blank in der richtigen Länge zu bekommen, damit ich den Stift daraus habe machen können. Wenn euch das Video gefallen hat, freut es mich. Gerne Daumen hoch. Ich freue mich auch über Kommentare und natürlich freue ich mich noch viel mehr über Abos. Empfehlt es mich auch gerne weiter. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Say what's up, baby? I'm not really crazy and I'm thoughtful. Now's the time to say me. I can't find the reason being said about me now. It's time. Let